Hallo meine Lieben, ich freue mich, euch auf meinem Kanal Kreuzdame begrüßen zu dürfen und ich freue mich, dass ihr bei einem neuen Unboxing-Video dabei seid. Ich habe dieses Mal ein Paket von der Firma Painting Fairy Cross Stitch erhalten und zwar im Rahmen einer Kooperation. Das heißt, ich durfte mir Produkte aussuchen, musste nur die Versandkosten dafür bezahlen. Dieses Mal ist es ein Zubehörteil geworden und ein Stickbild, und zwar etwas Kuscheliges für die kalte Jahreszeit. Was es geworden ist, werdet ihr jetzt gleich sehen und wir starten gleich. Ich habe den Karton schon mal geöffnet und ihr seht hier schon den Zubehörteil und was sonst noch so im Paket drinnen ist. So, der Karton ist leer. Und ja, ich denke, ich schiebe das zur Seite und wir fangen gleich mit dem Zubehörteil an. Und dieses Mal habe ich mir einen Stickring ausgesucht. Den habe ich schon bei meinen YouTube-Kolleginnen gesehen, dass der wirklich gut funktioniert und auch gut den Stoff fest gespannt hält. Und der funktioniert ja so, also man drückt diese Klemmen und dann kann man das auseinandernehmen. Es gibt ihn bei Painting Fairy Cross Stitch in 2 Größen, also ist nur betitelt mit klein und groß. Also ich habe mir das kleine ausgesucht. Ich weiß jetzt momentan nicht, welchen Durchmesser das hat, aber ich werde mir schnell das Maßband holen und bin gleich wieder zurück. So, da bin ich auch schon wieder, jetzt mit Maßband und wir schauen uns das an. Und der Stickring hat ein Innenmaß von 13 cm. Also das sollten dann auch, ja, 13 cm sein. Also es ist der kleine Stickring und wie gesagt, es gibt auch noch einen größeren dazu. Ja, und dann nimmt man den Stoff, klemmt das, drückt das wieder zusammen und kann so den Stoff einspannen und das sollte wirklich gut halten. Also ich werde den demnächst dann gleich ausprobieren, ob er wirklich so gut die Spannung hält vom Stoff. Ja, das war mein Zubehörartikel, dieser Stickring in Rot, den ich mir ausgesucht habe. Ja, dann ist natürlich auch wieder das Zubehörsäckchen dabei. Und wir schauen uns den Inhalt gemeinsam an. Und ja, es ist der übliche Inhalt, und zwar haben wir hier wieder die Flossbobbins in 3 Stück. Es sind dreimal auch jedes Mal die gleiche Größe. Soweit ich weiß, gibt es ja auch verschiedene Größen. Aber hier dreimal in der gleichen Größe, zum Baken der Fäden natürlich geeignet, die Flossbobbins. Dann haben wir die Silikonfingerhüte, auch 3 Stück in der Größe 3. Auch da gibt es verschiedene Größen, soweit ich weiß. Und ja, für mich passt die Größe 2 eigentlich am besten. Also 3 Silikonfingerhüte. Dann auch jedes Mal dabei ist diese Schere. Also eine wirklich spitze Schere, damit kann man den Faden wirklich sehr knapp am Stoff abschneiden und ja, sie ist nicht zu klein, dadurch ist sie auch gut zum Halten, die Schere, die hier in dieser Plastikverpackung eigentlich drin sein sollte. Ja. Und dann haben wir natürlich auch wieder die Nadeln, und zwar haben wir 20 Stück Nadeln. Und auch wie üblich in der Größe 28. Also ich sticke sehr gern mit 28er Nadeln. Sie sind doch etwas kleiner
Und ja, ich mag das sehr gerne, die Nadeln. Also das ist das übliche Zubehör, das eigentlich bei jeder Bestellung dabei ist. Und jetzt nicht nur im Rahmen der Kooperation, nein, auch wenn ihr bestellt bei Painting Fairy Cross Stitch, dann erhaltet ihr dieses Zubehörsäckchen. Noch ganz kurz, ihr findet rechts oben wieder die Einblendung für den Rabattcode und da bekommt ihr 5% und zwar lautet er Kreuz Dame, wie ihr sehen könnt. Also wenn ihr Kreuz Dame eingebt, könnt ihr 5% auf eure Bestellung sparen. In der Beschreibung findet ihr auch noch den Link zum Shop. Das ist natürlich ein Affiliate-Link, das heißt, ich bekomme auch eine kleine Provision dafür. Und wie gesagt, ihr könnt die 5% mit meinem Rabattcode sparen. Ja, dann was haben wir noch dabei? Den üblichen Flyer. Darauf werde ich jetzt nicht näher eingehen. Auch die übliche Beschreibung zu den Garnen, das ägyptische Baumwollgarn. Und dann natürlich auch noch eine Garnprobe, nämlich Painting Fairy Cross Stitch hat ja eigenes Garn. Es ist nummeriert nach den DMC-Nummern, aber es wird eigenes Garn produziert, hier auch mit der Aufschrift von Painting Fairy. Und ich habe Garn in der Farbnummer 162 erhalten, also entspricht auch dem Garn von DMC in der Farbnummer 162. Also dieses Blau-Grauton. Ja, ich habe ja doch schon einige Garne erhalten. Schon langsam habe ich eine Sammlung von den Garnen, aber das kann man natürlich auch immer wieder brauchen. Dann habe ich ein Goodie erhalten. Das habe ich mir eigentlich nicht ausgesucht. Und, oh, es sind wieder die Katzen. Die, die habe ich euch ja schon in, glaube ich, meinem letzten Unboxing gezeigt. Und zwar in dem Unboxing von der Firma One-to-One Stitch. Auch da habe ich das gleiche Goodie erhalten. Also The Christmas Stacked Cat. Also noch einmal. Ja, jetzt habe ich es halt zweimal. Das heißt, eines wird sicher bei einer Verlosung dabei sein. Darum zeige ich euch das nur ganz kurz. Also hier nochmal das Bild, die 9 Katzen. Ja, es sind 9 Katzen. Gedruckt auf normalen Papier. Diesmal habe ich die Anleitung, ich möchte sie euch jetzt nicht unbedingt zeigen, auf 2 A4 Seiten gedruckt, also in Großformat, anders als bei One-to-One Stitch. Und wir haben auf der Rückseite die Legende. Also es sind natürlich gleich viel Farben wie bei der anderen Firma. Wir haben tatsächlich 7 Farben, denn zweimal ist die 310 angeführt, die man verwendet für volles Kreuz, für French Knot und für die Backstitches. Einmal Backstitch einfädig und einmal Backstitch zweifädig. Ja, auch hier der Stoff auf 14 Count. Ich glaube, das andere war auch auf 14 Count, das ich erhalten habe. 71 Stiche breit und 90 Stiche hoch. Mit viel Weiß, denn das dunkelblaue, diese dunkelblauen schrägen Striche, ist alles weiß. Wie gesagt, habe ich auch im letzten Unboxing-Video gesagt, da müsste man sich überlegen, ob man die weiße Stiche, die weißen Kreuze überhaupt macht oder nur diese Umrandungsstiche. Dann würde das Ganze natürlich viel schneller gehen. Ja, und hier die 7 Farben, wie ich euch ja gesagt habe, viel Weiß, ein bisschen Rot und Braun und Schwarz, aber hauptsächlich Weiß. Also ja, da kann sich ja jeder dann selbst überlegen, ob er das sticken möchte oder nicht.
Aber trotzdem vielen Dank Painting Fairy Cross Stitch für das kleine Goodie. Und dann kommen wir auch schon zu dem Projekt, das ich mir ausgesucht habe. Diesmal ist es ja nur ein Stickprojekt geworden und es ist was Kuscheliges, nämlich dieser süße, niedliche Kuscheltiger. Ja, der hier schläft, schaut, also ich glaube, es ist ein Tigerbaby, hier in den Blüten drinnen dahin schlummert. Also ganz, ganz süßer Tiger. Mir hat das Motiv so gut gefallen, darum ist es auch nur dieses Motiv geworden. Das heißt, er heißt Sweet Sleep Little Tiger. Also für mich mein Kuscheltiger. Ja, schauen wir uns den genauer an. Diesmal wieder in dieser Zip-Tüte, also ein wieder verschließbarer Beutel. So, entschuldigt, es knistert sehr viel. Also diese Tüte mag ich sehr gerne, da sie ja wiederverwendbar ist. Dann haben wir hier ein Duft, also ein Silikat, aber ich glaube, das ist tatsächlich nur Duft. Das beim Stoff dabei war, nennt sich Osmanthus. Und ja, es duftet. Ich habe daran gerochen, nicht unbedingt jetzt mein Duft, aber ja, es duftet. Dann die Anleitung ist nochmal extra eingepackt in einem Druckverschlussbeutel. Und hier ist die Anleitung. Wir haben ja das Bild aus der Nähe. Also er ist doch wirklich, wirklich niedlich, dieser kleine Tiger. Ich mag ja Katzen in alle Variationen, darum seht ihr sicher viele Katzen- oder Tiger-, Löwenbilder auf meinem Kanal. Die erste Seite, das Deckblatt, ist auf Glanzpapier gedruckt. Danach haben wir, wie üblich bei Painting Fairy Cross Stitch, die Anleitung, also die Legende. Es sind die Symbole sortiert. Ihr seht, erste Gruppe alle F, dann haben wir in der zweiten Gruppe die U, dann die 7, dann das J, hier Schrägstrich, also alles nach Symbolen sortiert. Wir haben diese Gruppierung auf 2 Seiten, also hier geht es noch weiter. Aber wir möchten jetzt wissen, wie viele Farben. Und wir haben bei dem kleinen Tiger 102 Farben. Das heißt, wir haben 54 einfache Farben und das sind dann 48 Mischfarben. Also hier haben wir wieder eine Menge an Mischfarben. Wir kennen das ja schon von Painting Fairy Cross Stitch, dass wirklich viele Mischfarben verwendet werden. Also da gibt es einiges zu tun. Aber das Bild hat ausschließlich volle Kreuze, also hier gibt es keine Backstitches oder auch French Knot, also so reines volles Kreuz wird hier gestickt. Ja, dann haben wir die Anleitung, hier auch auf A4-Papier gedruckt und eine Menge an Seiten. Haben wir hier die Anleitung, aber sie ist deutlich lesbar, also passt perfekt. Schauen wir nur die Seiten nochmal an, Page 11. Ja, 12 Seiten Anleitung haben wir hier dabei, auf normalem Papier gedruckt. Ja, er ist so niedlich, dieser Tiger, aber es wird auch ein großes Projekt werden. Der Stoff.
Ich habe es mir diesmal auf 18 Count ausgesucht. Ihr werdet gleich sehen, die Symbole, also der Druck ist wirklich sehr klein. Also, wow. Und eine Menge an Konfetti. Wow. Also, spontan auf Anhieb kann ich hier nicht viel erkennen. Also, man kann den Tiger nicht wirklich erkennen, da wirklich so viele Symbole und so viel Konfetti ist. Also das wird auf jeden Fall eine Herausforderung, das zu sticken, da es ja sehr klein ist mit 18 Count. Ihr seht hier wieder oben den Aufdruck, Painting Fairy Cross Stitch. Die Maße 349 Stiche breit und 436 Stiche hoch auf 18 Count. Ja, also eine Menge zu tun. Auf der Seite findet ihr wieder die Legende, abgebildet über das ganze Bild. Und ihr seht, ich lasse es mal durch den Bildschirm und ihr seht, es ist ein wirklich großes Motiv. Und das, obwohl ich mir 18 Count ausgesucht habe, ist es trotzdem ein riesiges Motiv. Also das ist auch so ein Lebensprojekt, aber mir hat einfach das Motiv irrsinnig gut gefallen, dieser kleine Kuscheltiger. Darum musste ich ihn mir einfach aussuchen. Ja, ansonsten der Stoff umsäumt. Es gibt auch immer genug Rand. Und zwar haben wir hier tatsächlich über 8 cm Rand. In der Breite und auch in der Höhe haben wir so um die 9 cm. Also lässt sich das sehr gut einspannen, das Stickbild. Und ja, ich weiß noch nicht, wann ich da loslegen kann. Ja, es ist einiges zu tun. Aber wie ihr wisst, ich mag ja gerne große Projekte und habe ja auch einige große Projekte am Laufen. Ja, der Stoff, sehr steif noch. Gut, dann schauen wir uns noch das Garn an. Wieder extra verpackt in einer Plastikhülle. Entschuldigt, es knistert wirklich sehr viel. Und bevor wir das Garn noch anschauen, ihr seht hier auf der Plastikhülle ist die Designnummer abgebildet, also das gleiche, was ihr auch hier habt auf dem Bild, die ZZ7715. Und ihr seht, das Garn ist für 18 Count oder für 20 Count gedacht. Also je nachdem nimmt man 11 Count oder 14 Count, benötigt man natürlich mehr Garn als jetzt wie bei 18 Count. Ja, dann haben wir 3 Garnkarten und da haben wir, das sind 60, 75, 80 einfache Farben. Ja, 80 einfache Farben. Und natürlich, wie ihr hier am Bild erkennen könnt, dominieren die Rosatöne und das Braun für den Tiger und noch ein bisschen Weiß. Also rosa, weiß, Brauntöne und das sieht man ja auch gleich auf Anhieb. Auch hier rosa, weiß, braun, also hier so Grautöne noch. Auch die zweite Garnkarte, hier ein bisschen rot, also dunkleres Rot, dann dieses Rot-Braun. Und auch auf dieser Seite, hier haben wir ein bisschen Beige-Töne, hier 3-mal. Ja, das Rot-Braun für den Tiger. Und auch auf der dritten Farbkarte
ändert sich nicht viel. Auch diese braun-rosa Beige-Töne und auch eine Menge von der 3865, also auch noch viel weiß. Ja, natürlich wie zu erwarten, man kann es ja gut auf dem Bild erkennen, was einen erwartet. Wie üblich auf Kunststoff-Garnkarten, hier mit dem Aufdruck von Painting Fairy, sortiert nach DMC-Nummern. Und ja, also ich mag die sehr gerne. Garnkarten habe ich ja viel lieber als diese Floss Drops, die auch angeboten werden von anderen Firmen. Wir haben, wie ich gerade gesehen habe, auch noch extra Garn und auch noch eine Menge von diesem extra Garn. Und es ist die Farbnummer 819. Also da wird scheinbar sehr viel Garn benötigt. Ich schaue mir das nur auf der Garnkarte an, ob da auch viel... Ja, auf der Garnkarte seht ihr, ist nur ein Strang gekittet. Das heißt, das Restliche ist alles als Beigabe dabei. Die Nummer 819. Also viel extra Garn. Ja, das wird auch sicher benötigt werden bei dem großen Bild. Ja, dann zeige ich euch nochmal den Kuscheltiger. Oh Gott, der ist so süß. Wirklich niedlich. Ich hoffe, ich schaffe es bald, ihn anzusticken, aber natürlich muss ich auch an meinen anderen Projekten weiterarbeiten. Ja, aber er wird auf jeden Fall gestickt. Ja, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Hoffe, euch gefällt auch das Motiv. Ich bedanke mich natürlich auch bei Painting Fairy Cross Stitch, dass sie mir diese Kooperation ermöglicht haben. Ich hatte ja schon viele Kooperationen von Painting Fairy Cross Stitch und ja, es macht auch wirklich Spaß. Die Bilder sind wirklich wunderschön von Painting Fairy Cross Stitch, aber ich würde sagen, die meisten Motive sind tatsächlich für fortgeschrittene Sticker gedacht, da sie meist viel Konfetti enthalten und meist auch viele Mischfarben. Also nicht so einfach zu sticken. Trotzdem hoffe ich, ihr hattet Spaß und ihr habt auch weiterhin Spaß an euren Stickbildern. Und wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann natürlich im nächsten Video. Bis bald!